Die Stütze des liberalen Staates ist für Birkenförde die Religion. Das begründet er damit, dass die Religion eine Praxis der Subjektivierung ist, in der Subjekte gebildet werden, die nicht nach ihrem Belieben oder ihren Interessen, also nicht willkürlich, sondern nach ihrem Gewissen entscheiden. Ja, Gewissen ist hier das entscheidende Wort bei Birkenförde, die also das Vermögen normativer Selbstbeobachtung und normativer Selbstlenkung besitzen. Mit Hegel, auf den er sich beruft und den er hier ausführlich, also mehr oder weniger ausführlich ausbeutet, ist Birkenförde davon überzeugt, dass nicht durch, wie Hegel sagt, äußere Garantien den Gesetzen Stabilität verschafft werden könne. Das können nur, schreibt Hegel, die Gewissen der Subjekte, welche die Gesetze und darunter gehören die Garantien selbst handhaben sollen. Ihnen gegenüber, also im Vergleich zu den Gewissen der Subjekte, sind jene rechtlichen Garantien, wie Hegel schreibt, morsche Stützen. Also wo es keine Subjekte mit Gewissen gibt, gibt es keine politische Ordnung, die sich selbst zu erhalten vermag. Ein Gewissen aber, das sagt Birkenförde nicht, aber das sagt Hegel ausdrücklich und das weiß deshalb auch Birkenförde, haben Subjekte nicht von selbst. Es ist vielmehr das Ergebnis einer radikalen Selbstverwandlung, die sich nach Hegel bevorzugt oder vor allem in der religiösen Praxis vollzieht. Gewissensbildung, ja, vollzieht sich in der religiösen Praxis. Aber auch diese religiöse Praxis gibt es nach Hegel nicht von selbst. Es ist weder die Religion als solche, noch irgendeine Religion, gleichgültig welche, in der sich die befreiende Verwandlung des Subjekts vollzieht. Die Religion, die das zu leisten vermag, muss vielmehr selbst erst hervorgebracht werden. Ja, sie ist keine naturwüchsig gegebene Ressource, die so wie Bäume von selbst wächst, sondern sie muss gemacht werden. Und zwar gegen die alte Religion, die nach Hegel mit der Herrschaft im Bunde ist. Sagen wir, die Religion des Großinquisitors. Es bedarf also Hegels Ausdruck der Veränderung der Religion. So war es für Hegel eine furchtbare Torheit, nämlich der Franzosen, mit entsetzlichen Konsequenzen eine Revolution ohne eine Reformation, das heißt ohne eine andere Religion gemacht zu haben. Die politische Revolution, die den liberalen Staat hervorbringt, kann nur gelingen, wenn eine Reformation stattfindet, die es vermag, wie Hegel sagt, in die Tiefen des religiösen Geistes hinabzusteigen und ihn selbst zu seiner Wahrheit erst zu erheben. Zitat Ende. Nur eine radikal veränderte Religion könnte die Stütze des liberalen Staates sein. Hegels Einsicht, die Birkenförde nach meiner Lesart mitzitiert, besagt, damit die Religion, oder sagen wir ruhig allgemeiner die Kultur, wenn Sie es mit der Religion nicht so haben, die Grundlage des liberalen Staates werden kann, muss sie selbst erst frei geworden sein, zur Religion oder Kultur der Freiheit geworden sein. Sie muss dazu durch eine, wie gesagt, Reformation gemacht worden sein. Ja, dieses Machen der freien Religion, das ist der Punkt, auf den es hier ankommt. Es ist nichts, was von selbst existiert. Es bedarf daher einer Politik der Umwälzung derjenigen kulturellen und religiösen Praktiken, in denen Subjekte gebildet werden. Der liberale Staat bedarf einer Kulturrevolution. Das ist die zweite Gestalt nicht-liberaler Politik oder Regierung, die die liberale Ordnung im Schatten ihrer Verfassung, übertönt vom Lärm der unaufhörlichen Erfindung neuer individueller Rechte, vollziehen muss. Die liberale Ordnung kann die Subjektivität, in der sie sich gründet, nicht selbst hervorbringen. Sie muss voraussetzen, darauf wetten oder hoffen, dass sie woanders, vorstaatlich, in der Kultur oder durch die Religion hervorgebracht wird. Aber die Kultur freier Subjektivierung gibt es nicht von selbst. Es bedarf, so Hegel, einer Veränderung der Kultur, also einer Politik der Veränderung. Ja, Politik hier als selbstbewusstes, reflexiven Vollzug einer Veränderung verstanden, also einer Politik der Veränderung der Kultur. Denn von selbst in ihrer tradierten Gestalt ist die Kultur wie die Religion mit der Herrschaft im Bunde. Sie muss zu einer Praxis der Freiheit erst gemacht werden. Diese Politik kultureller Reformation und Revolution kann nicht in liberaler Form, also nicht wieder durch individuelle Rechte erfolgen. Die liberale Politik kann also gerade für ihre entscheidende Voraussetzung, ihre normative Grundlage und Stütze selbst nichts tun. So wie sie die Verfassung der sozialen Teilbereiche den gesellschaftlichen Machtpositionen ausliefert, die sie nicht zu kontrollieren vermag, Google schreibt dann die Gesetze der Digitalkommunikationsverfassung,
so überlässt sie die Prozesse der Subjektivierung den herrschenden kulturellen und religiösen Mächten. Ob sie sich, also die Prozesse der Subjektivierung, als Prozesse der Befreiung vollziehen oder die Muster der Herrschaft reproduzieren, ist der liberalen Politik selbst entzogen. Genauer, diese Frage hat die liberale Politik sich ihrer Macht selbst entzogen. Sie hat sich selber entmächtigt gegenüber dieser entscheidenden Frage.